Falls ihr auf der Suche nach einer Filmkamera seid, aber nicht wisst, was ihr kaufen sollt, dann seid ihr hier genau richtig, denn heute stelle ich euch eine Kamera vor, die mir persönlich super gut gefällt, nämlich die Pentax K1000. Die Kamera ist ganz simpel aufgebaut, sie hat nämlich einen Spannhebel, dann hat sie eine Anzeige, bei welchem Foto ihr euch befindet, ein Verschlussrad, dort seht ihr die Verschlusszeit von 1 Sekunde bis zu einem Tausendstel und noch ein grünes B. Und das ist der Bulb-Modus, da könnt ihr dann so lange auslösen, wie ihr den Finger auf dem Shutter habt. Sehr simpel gehalten, ein Tausendstel Verschlusszeit langt meiner Meinung nach völlig aus, sogar auch für Sportsachen oder schnell bewegende Motive. Den ISO stellt man ein, indem man das Wahlrad einfach nach oben zieht, dann habt ihr die Auswahl zwischen einem ISO 25 bis hin zu einem ISO 3200. Meiner Meinung nach völlig ausreichend. Es gibt Kameras, bei denen geht das noch höher, ist aber im Prinzip für den Anfang irrelevant. Was mir persönlich bei der Kamera sehr gut gefällt, ist auf jeden Fall schon mal der Sucher, denn wenn man da durchschaut, sieht man nicht irgendwelche Zahlen, keine Blenden und so weiter, sondern man hat eigentlich nur eine Nadel, die sich hoch und runter bewegt und sobald die sich mittig befindet, belichtet man das Bild korrekt. Filmkameras dienen lediglich als Gehäuse, um euren Film zu halten. Das Einzige, was euer Endresultat vom Bild beeinflusst, zum Beispiel die Linse, der eingelegte Film, die Einstellung von der Kamera und natürlich auch, wie man den Film entwickelt und auch gescannt hat. Deswegen sage ich zu den meisten Leuten, wenn ihr euch eine Kamera kaufen wollt, legt nicht so viel Wert auf den Kamerakörper, kauft euch lieber eine gescheite Linse. Jetzt mal ganz von den Point-and-Shoot-Kameras abgesehen. Also, wir sind jetzt hier in Split angekommen und wir werden jetzt ein paar Fotos machen gehen. Ich habe hier meine Pentax dabei, die K1000 und 2 Objektive. Eine Telelinse ist noch dabei und jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht. Let's go! Ich habe als erstes den Silbersalz 250D in die Kamera eingelegt und ein paar Fotos geschossen. Aufgepasst Leute, ihr müsst den Film mit ISO 125 fotografieren. Das ist so vom Hersteller angegeben, ansonsten kriegt ihr unterbelichtete Bilder. Die Bilder, die ihr jetzt sehen werdet, sind über viele Tage aufgenommen worden. Wir waren in Split unterwegs, aber auch in Trogir und in Zadar. Deswegen kann es immer mal sein, dass ich vom Farbfilm auch zum Schwarz-Weiß-Film wechsle. Den Schwarz-Weiß-Film, den ich benutzt habe, war der Adox in ISO 100. Den haben wir, glaube ich, aber auf ISO 200 geschossen, also einen Stop gepusht für mehr Kontrast und auch mehr Grain. Was ich am Schwarz-Weiß-Film auch ganz gut finde, ist, dass man die Bilder auch gut und gerne mal 1990 hätte schießen können und dass man halt nicht sieht, dass die in der heutigen Zeit aufgenommen sind. Das finde ich meistens ganz interessant. Auch das Bild vom Schiff und von der Möwe finde ich relativ zeitlos und auch sehr minimalistisch, was mir ganz gut gefällt. Ich habe die Kamera mal wieder auf den Flohmarkt geschossen und das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Linse. Das ist nämlich so eine Revunon, das sind ganz günstige Linsen und die Bildqualität ist nicht gerade gut, aber das hat mich bei dem Preis von 20 € für eine voll funktionsfähige Pentax relativ wenig interessiert. Es war sogar noch ein Teleobjektiv dabei und zwar ein Tamron. Ich glaube, das ist ein 75 bis 300 oder irgend sowas und ja, man muss klar sagen, die Linsen sind jetzt nicht das Wahre, aber wie gesagt, der Preis war dementsprechend niedrig, deswegen habe ich zugeschlagen und ich hatte Glück, dass sie den Film transportiert und auch, dass sie voll funktionsfähig ist.
Ich habe die Kamera jetzt bestimmt 3 Monate lang aktiv getestet und ich kann sagen, dass die auch wirklich einfach zu bedienen ist. Wenn man da erstmal drin ist, macht es sehr viel Spaß mit der zu fotografieren. Das ist alles sehr intuitiv und im Endeffekt, ich stelle meistens eigentlich nur noch die Verschlusszeit ein und drehe an der Blende, um dann an mein Bild zu kommen. Außer ich mache jetzt Langzeitbelichtung oder langsamere Verschlüsse. Auch optisch finde ich, macht die Kamera guten Eindruck. Sie sieht sehr schön aus und ist gut verarbeitet. Ich habe sie sogar schon mal fallen lassen und es ist nichts kaputt gegangen oder so. Deswegen, oh, und jetzt ist es mir fast runtergefallen. Ja. Da es in Kroatien zu der Zeit wirklich auch super heiß war, also wir hatten da locker 35 bis 40 Grad und es irgendwann anstrengend wurde zu filmen, haben wir auch ein paar Tage am Strand verbracht und ein paar Spaziergänge gemacht. Da hatte ich die Kamera leider nicht dabei, aber die Bilder sind natürlich trotzdem entstanden und die blende ich euch jetzt ein. Ich finde es ganz interessant, wie der Silbersalz die Farben wiedergibt. Der Silbersalz-Film ist ja nicht umsonst ein Film aus dem Kino sozusagen. Hat super geilen Grain und auch die Farben sehen ziemlich gut aus. Ich habe die Scans ja als Apollon-Scan gemacht. Das ist ein 14K-Scan und da sieht man auch sehr, sehr viele Details und das ist auch verrückt, wie groß die Dateien sind. Aber im Endeffekt hat es sich gelohnt, vor allem wenn man seine Bilder auch mal drucken will oder so, was ich auch öfter mal mache, ist es natürlich relevant und man hat halt mehr Details im Bild. Die Abbildungsleistung ist von beiden Objektiven zwar nicht ideal, aber ich muss sagen, die Brennweite hat mir sehr gut gefallen, nämlich die 28 mm. Und dafür, dass es auch eigentlich eine relativ günstige Linse ist, war die Abbildungsleistung auch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Was mir noch dazu einfällt, wenn ich mit einem 24 mm Objektiv rausgehe, dass mir das dann meistens zu weitwinklig ist und nicht zu nah an die Leute ran muss, um zum Beispiel Streetfotos zu machen oder so. Und die 35 mm sind mir dann nicht weitwinklig genug. Da ist dann genau dieser kleine Spielraum zwischen den 35 und den 28 eigentlich perfekt, um jetzt, sag ich mal, genug Weitwinkel zu haben, um auch mal Landschaften zu fotografieren, aber auch nicht zu weitwinklig, dass man dann wirklich auf einen Meter vor die Leute treten muss, wenn man irgendwie Streetfotos macht. Das sieht man hier auch ganz gut in den Bildern. Gerade bei den Frauen oder so und es ist halt vor allem auch relativ kleines Objektiv, deswegen ist es nicht so ein Trümmer, wenn man das jemandem ins Gesicht hält, ja. Die Tamron-Linse habe ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt, weil die macht knackscharfe Bilder, vor allem wenn man jetzt auf Blende 8 oder so unterwegs ist und da das eigentlich nur ein Stück Plastik ist mit ein paar Gläsern drin, bin ich schon eigentlich relativ überrascht und das sieht man jetzt auch hier in den Bildern ganz gut. Ja, die Abbildungsleistung ist nicht schlecht und upgraden kann man ja immer noch. So, jetzt erstmal ein helles. Wenn euch analoge Kameras gefallen und ihr interessiert seid, wie ihr ein bisschen Geld sparen könnt beim Kauf einer analogen Kamera, dann könnt ihr euch jetzt gleich das nächste Video hier angucken. Das verlinke ich hier auf dem Bildschirm. Da geht es um 10 Tipps beim Kauf von analogen Kameras. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.